Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Shadowrun Returns. So, na dann machen wir doch mal weiter. Was übrigens ist, mittlerweile ist ja auch ein Patch erschienen, ich glaube sogar 2 mittlerweile, und da wurde einiges geändert. Soweit ich es erlesen hatte, es ist schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe, ging es vor allem darum, dass gewisse Schadenswerte reduziert wurden, zum Beispiel von den Maschinenpistolen und so. Also hat sich ein bisschen was geändert. Wir werden ja sehen, ob wir diese Veränderung auch merken. Diese Änderung auch bemerken. So rum ist es natürlich. Hey, just swept there! Das ist doch mein Problem. Gathered around the intimate back bar, Mrs. Kubota and a coterie gathered for breakfast, with the lady herself doing the cooking. The smell of soy calf and something resembling sausages fills the room. Hey, die haben ein Barbecue! Hey, Mr. Kloof, alles da? Evening, sir. What's the word around town, Mr. Kloof? There's been more talk of horrific killings. Some people are saying they are hate crimes on account of the victims all being human. What have I told you? The prime suspects were an elf and a troll. Also ich erzähle ihm einfach mal, was wäre wohl, wenn ich dir erzähle, dass die Hauptverdächtigen bis jetzt ein Elf und ein Troll sind. Still doesn't mean the killings are racially motivated. Ah, hat er recht. Das heißt also, er glaubt, das heißt nicht automatisch, dass es um Rassenprobleme geht. People are just too quick to label something a hate crime. Check the census. The city is still 66% humans. Close your eyes and throw a rock, you are more than likely to hit a human. Doesn't make it a hate crime. Still a crime though, and that should be enough. Naja, er sagt, es sind sowieso immer noch 66% Menschen, von daher muss es nicht automatisch ein, rassistisch geprägtes Verbrechen sein. This is the first real rise you've seen out of Mr. Kloof, but he reined himself in with the roll of his thick shoulders and the smoothing of his jacket. Ja, ist wirklich das erste Mal, dass wir ihn von einer sanften Seite erleben, wenn er sowas sagt wie, es ist ein Verbrechen und das reicht doch eigentlich. Don't worry, not gonna start throwing rocks. Wouldn't want to reinforce the stereotype. Weil er gerade eben so von Steine schmeißen gesprochen hat, will er direkt sagen, nee, keine Angst, ich mach das nicht. I'll leave you to your business, sir. Okay. Hallo, Mrs. Kubota. Na, was gibt's Neues? Oh, hey, would you like some... Forgive me, Ome, but you look like hell. Anscheinend sehen wir ziemlich beschissen aus. Na, danke. Genau das Hallo, auf das ich gewartet habe. She looks you over, noting the signs of your nocturnal activities. She nods. Any run you can walk away from is a good run. Also jedes Mal, wenn wir leben, können wir schon glücklich sein. Ah, ich stimme zu. Es ist schon ganz gut, wieder in einem Stück hier zu sein. It's good to have you back. I can tell you have been busy and I can't see by the look on your face that there is something you need. Is this about the Ripper? Yep, ich habe ein bisschen DNA-Beweise gefunden und ich brauche Hilfe, sie zu analysieren. That is excellent. I will unlock the piano so you may go downstairs. I'm certain someone in the safe house will be able to help you if they are awake. It is likely that we'll visit the Matrix before the day is done. Was? Oh. Zu DNA untersuchen muss ich in die Matrix? Ist ja interessant. Und kann ich ein Würstchen haben? Take the whole plate. Hey, ich darf alle essen. Das ist cool. Leider haben wir dafür nichts von. Und ich habe schon wieder 4 Karma bekommen. Das geht aber auch schnell hier. Dann nehmen wir doch mal, wie ich es geplant hatte, einen weiteren Punkt in Schnelligkeit, also Quickness. Das gefällt mir. Ah. Pistolen, SMGs, scheiße ja alles drauf. Rifle, da möchte ich Punkte reinsetzen. Na okay, das reicht doch erstmal. Quickness ist auch so schon mal eine gute Sache. Erhöht ja meine Trefferchance generell. Und nee, sonst ist hier niemand. Schade. Naja, egal. Yep. Und wir gehen mal wieder wie immer unten in unsere Basis. The Digital World. You've been doing a lot of legwork on this job, but it's going to require a trip to cyberspace and back to ID the Ripper. Also müssen wir echt in dieser Matrix uns hacken, um diese ID zu finden. Interessant. Das macht auch Sinn. Wir haben die DNA, aber wir müssen dann quasi in die offiziellen Kanäle, um rauszufinden, zu wem diese DNA gehört, weil irgendwo wird es gespeichert sein. The Matrix. The cybernetic analog of inside the grid. The worldwide computer network. A digital world. Information brought to life. Inside cyberspace, your avatar does all the work. True. While your meat body is left behind. All around your avatar are pathways to other nodes filled with data, counter-intrusion programs, and other jacked-in runners. Cyberspace has as many dangers as the meat world, and more. Locked doors,
security countermeasures, and black IC that can fry a Decker's brain. Every movement you make in the Matrix can be tracked, if you aren't careful. Get damn shocked out and your brain gets fuzzy for a bit. Get hit by an enemy Decker and you can die. Okay, also die Matrix ist zwar virtuell, aber man ist trotzdem mit seinem echten Hirn angeschlossen. Von daher sollte man sehr vorsichtig sein, weil man kann wirklich draufgehen. Hey, was finden wir denn hier unten? Ach ja, unser Stash, stimmt ja, war ja was. Aber da ist eh nichts drin, was ich haben will, von daher scheiß mal drauf. Bestimmt kann uns David Fry helfen, aber reden wir doch erstmal mit den anderen. Hey, ist da sonst keiner da? Dann reden wir erstmal noch mit David Fry. Morning! You look like you've been up all night. Ja, wir waren die ganze Nacht wach. You look like you've seen some action too. Der erkennt aber auch alles. Die erkennen sofort, dass er auf dem Run war. Kann irgendwer von euch durch eine Blutprobe eine DNA-Analyse machen? Doc Cass's equipment isn't really set up for that. He considers for a minute. However, I could employ a semiconductor chip. It could decode DNA using a voltage change instead of light. That would eliminate the use of highly expensive equipment that would be required otherwise. Okay, irgendwas mit Strom will er da reinjagen anstelle von Licht. Wie auch immer das funktionieren soll, ich kenne mich damit nicht aus. He brightens. I just read a journal about it, so information is still fresh. Frankly, it should be easy. What do you want to know about it? Ja, ich würde gern wissen, wem dieses Blut gehört, wer er ist. Ah, that's beyond me. All I can get you is the gene code sequence. Okay, die genetische Codesequenz. But that's where I come in. David, if you can get me that code sequence, I'm pretty sure we can track its owner down via our Matrix run. Ah, okay, sobald wir die Sequenz haben, kann er in die Matrix rein und da finden wir dann die Info. Will do. Let me have a DNA you want to test? Dann geben wir es ihm mal. Alex, when David gives me the sequence, I'll jack in and help you trace a blood sample back to its source. Wenn das funktioniert, bringe ich mehr als nur ein, warte mal. Genau. Danke, Jungs. Wenn das funktioniert, finden wir vielleicht den Emerald City Ripper. No drag! Ha! Wake up, Johnny boy! You've got work to do! And Alex, if you need any gear, I'll be right here. I just got a second win. Meet you at my rig, Alex. Und schon wieder Karma bekommen. Heute läuft's aber auch gut. You need some hardware of software? Naja, das Problem ist, das bringt mir alles gar nichts, da ich kein Decker bin, ne? Bringt mir einen Scheiß. Ich hoffe einfach mal, dass der nächste Charakter, der dann mit mir da reingeht, das selber kann. Hoffe ich einfach mal. Von daher kann ich mit all dem Kram leider nichts anfangen. Tut mir leid. Fangrass, was gibt's Neues? Was hoping to get some peace and quiet tonight. You got something for me? Ja, wir haben was für dich und ich werde dich auch nicht lange stören. Ich habe einen Flugrekorder. Wouldn't happen to be an Ares flight recorder, would it? Some very powerful buyers are looking for that right now. I can rid of it for you for, say, 20%? At least 2,000 for you. Er will mir nur 2.000 dafür geben, indem wir dieses Teil verkaufen. Aber ich habe die Etikette Corporate, also wie ein typischer Firmentyp. I know what I have. Make it 2,500 and it's yours. Ja, wir wollen 500 mehr. Shrewd. Alright, I'll do you a favor. Sehr gut, 2.500 Mühen. Das ist eine Menge. Okay, Johnny Clean, ich hoffe, du kannst das gut. Thanks to the semiconductor-based gene sequencing system that David employed, we should have the information we need to track the Ripper in the Matrix. Wir suchen den Ripper also in der Matrix direkt, okay. I'm really impressed with the results, considering it was his first attempt. He was utilizing an unproven technique he'd read about in a science journal, and he was working from memory on minimal sleep. Ah, das stimmt. Dafür, dass er es nur mal in einer Zeitschrift gelesen hat, unten, unser Freund, hat er es ziemlich gut hinbekommen. Was auch immer. Don't be like that. It's Arctic Cool 2054 tech. Ja, ist ja fantastisch und geil und so. Here's what I'm thinking. We hit the Lone Star DNA database first to see if our donor has a prior criminal record.
They have extensive DNA archives. Then we go hunting based on what we find. Na, das macht Sinn. Wir hacken uns also erst bei den Bullen rein, gucken, ob die irgendwo in ihrer Datenbank schon mal vielleicht kriminelle Rekorde von den Typen aufweisen können. Und dann werden wir weitersuchen. Let's hit the deck and jack into the matrix. I can get into the private group easily, but I've got to warn you. Once we're in, it could get a little rough. How much decking experience have you had? Keine Erfahrung. Ich bin kein Decker. Was nun? I have a throat net here. It's a headband you wear that lets you piggyback me in the Matrix. You will see and hear everything I do. Ah, okay, wir haben so ein Ding, das können wir uns umschnallen, dann können wir wenigstens alles hören und sehen, was er macht. Okay, leider habe ich nichts weiteres außer das hier. Ich hoffe, das reicht. Alarmstatus kann ich reduzieren. Kann heilen. Sniffer. Okay, damit kann ich besser treffen. Killer. Damit kann ich direkt Schaden ausrichten. Attacker Expert System Program. Keine Ahnung. Na, wir werden es gleich sehen. Okay, na dann, mal los. Your synapses light up as you connect your consciousness to the digital world. Although you aren't acting like Johnny, the sensation is overwhelming and electrifying. You can only imagine the way it feels for him. Wow, das ist ganz schön abgefuckt, Mann. That arch will take us to the next node. Okay, wir müssen also immer so weiter. Was ist das hier unten? Das sieht mir aus wie sowas wie so ein Alarmsystem oder so, ne? Lone Star Data Store. Da müssen wir doch hin. Dann gehen wir dahin, aber lieber in Deckung. Oh ja, das Ding ist absolut verteidigt. Das ist ganz schlecht. Ich habe doch hier diesen tollen Killer. Machen wir das nochmal gegen dieses Riesending. White Sentry IC. 75 IP Damage. IP. Internet Protocol? Okay. Oder Internet Power? Irgendwie sowas in der Art, ne? Na dann. Mach ihn fertig. Holy shit. Wow. Was macht er da? Oh oh. Dieses Sniffer-Ding, dieses kleine, wurde jetzt anscheinend gerade geheilt. Ah nein, es hat Sniffer bekommen. Kann dadurch also besser treffen. Ganz schlecht. Okay, der ist schon mal down. Wie viel haltet ihr aus? Weniger. Okay. Kann ich schon wieder Killer? Sehr gut. Ah, nicht gereicht. Mist. Shit. Wow. Ich wurde hart getroffen. Ganz hart. Okay. Platt machen. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Vielleicht hilft es uns ja im Kampf. Ah, Tatsache. Okay. Hätte ich mal vorher wissen müssen. Und jetzt mich mal heilen, bitte. Sehr gut. Und du machst jetzt auch was. Und was kannst du? Tar Bomb. An area effect matrix attack with this. Aha. Ah, das hätte ich vorhin bei den anderen anwenden müssen, die an mich so nah ran mussten, denn damit kann ich sie quasi festwurzeln auf dem Boden und dabei noch gut Schaden anrichten. Das ist cool. Verdammt, naja, jetzt ist auch zu spät. Jetzt machen wir den erstmal fertig. Alter Schwede, guter Schaden. I see he's down. Let's see if there's a match from his fingerprint. Okay. Hacked. DNA match located. 100% match. Arrest records database. Subject Silas Forsberg. Status deceased. Profession job surgical assistant. Priors breaking and entering 2 counts. Public indecency 1 count. Brought in for questioning on accusations of unlicensed plastic surgery. No charges were filed. Silas Forsberg und er ist tot? Und er hat mal bei dem Chop gearbeitet. Und er war da Assistent der Chirurgie? What the fuck? Der Kerl ist tot? Ich glaube, wir haben das falsche Blut. 100% match to a dead man? Let's keep looking. Verdammt, das bringt uns also gar nicht weiter. Das ist schlecht.
Kann ich das Ding auch wieder... Wow, was ist das? Ach, das ist dieses Überwachen. I've got 2 more hits on the name Forsberg. Hätte ich es doch nochmal hacken müssen? Nee. Ich muss hier schon raus. Kann ich das Ding auch wieder... Ich will das eigentlich ausschalten. Scheiß drauf, egal. Ich glaube, so oder so, wir müssen hier schnell weg, bevor dieses Alarmsystem da unten sich zu wer füllt oder so. Okay, erst schon mal weiter. Okay. Autopsie. Aha. Das ist doch schon mal gar nicht so uninteressant. Oh oh. Die habe ich mal voll übersehen. Okay, wir wissen Bescheid. Ich muss sowieso erstmal nah ran, sonst treffe ich sowieso nichts. Und dann fertig machen. Erstmal einen. Jawohl. Und nochmal. Okay. Dann wollte ich mal erst meinen Assistenten angreifen lassen, dann kann ich danach noch hacken. Sehr gut. Aber irgendwie ist das hier unten trotzdem noch so alarmierend, ne? Irgendwie uncool. Okay, so, schnell. Hacked. Autopsy Records. Autopsy Records. Subject Silas Forsberg. Note. Subject was found overdosed on half a dozen different sedatives. Several anti-anxiety medications were also found in his system. Face was mutilated, possibly self-inflicted. Identity could not be confirmed immediately due to the disfigurement. Had to check dental records to confirm. No next of kin. Okay, also er war auf verschiedensten Drogen und Sedativen, war er an einer Überdosis gestorben. Hatte auch ein paar Medikamente gegen Angstzustände genommen. Das Gesicht war verstümmelt. Wahrscheinlich hat er sich das selbst zugefügt und sie mussten erst seine Zähne untersuchen, bevor sie herausfinden konnten, wer es ist. Large puncture wounds were found in several places on the body. Possibly bore surgical needles. Body had been decomposing for several weeks before the landlord notices the smell and called the police when no one answered the door. Mhm. Okay, also er hat sich halt immer irgendwelchen Scheiß gespritzt, deswegen hat er sehr viele Nadelstiche gehabt. Und der Typ hat schon eine ganze Weile vor sich rumgefault und rumgestunken, bevor jemand das gemerkt hat. This just keeps getting weirder. Na, du sagst es. Okay, dann wollen wir doch mal zurück. Besser gesagt, weiter. Und ich glaube, ich muss mich beeilen, sonst läuft mir die Zeit weg. Okay, lieber wahrscheinlich erstmal in Deckung gehen. Verdammt, das ist keine Deckung. Scheiße. Egal, von hier aus treffe ich eh nichts. Gut, du erstmal hier hin. Mal schauen, ob ich dieses eine Vieh da hinten festwurzeln kann. Vielleicht sogar beide treffen? Ah, das wäre so schön gewesen. Damit könnte ich beide treffen, ne? Probieren wir es mal. Ha, und kann sich nicht bewegen. Perfekt. Aber er kann natürlich auch aus der Ferne angreifen. Okay, jetzt hält das Ding viel mehr aus und kann besser treffen. Dann machen wir das Dach... Trotzdem das Ding zuerst fertig machen, oder? Ja, ich glaube schon. Verfehlt. Scheiße. Sniffer. Ja, ich will besser treffen können. Ich hab's echt nötig. Sehr gut. Ist schon wieder? Verdammt nochmal. Oh, Gott sei Dank, immerhin. Aber der hält jetzt schon ein bisschen mehr aus. Oh, er hat verfehlt, obwohl er genau neben mir steht. Das war mal Glück. Nochmal. Die Dinger sind ein bisschen schlecht, oder? Okay, und jetzt machen wir das Ding noch fertig. Das kriegen wir hin. Perfekt.
glaube, ich sollte meinen Alarmstatus mal reduzieren. Stimmt, da war ja hier unten extra so ein Programm. Nein, nicht das, sondern... Hier, Suppression. Immerhin etwas. Immerhin ein bisschen. Ja, nächste Runde. Ist leider schon wieder gestiegen. Egal. Weiter. Newsartikel, okay. Newsnet. Newsnet 1, return on subject. Silas Forsberg. The body of Silas Forsberg, a chop-chop surgical assistant, was found in an apartment in Snohomish earlier this week. The body had been there for as long as a month when Forsberg's landlord noticed a rancid smell and contacted authorities. Lone Star apprentices have issued a statement saying Forsberg's death has been ruled a suicide. According to reports, his body had massive puncture wounds and the cause of death was determined to be an overdose of anti-stress medication and sedatives. Okay. Wir wissen jetzt nur Apartment in Snohomish. Alles andere wussten wir vorher schon. Oder Snohomish? Ich kann es nicht ganz genau lesen. The man's employer claims he was a dedicated employee, though he suffered from bouts of depression. Forsberg's next of kin could not be located, but the attorney appointed to his estate has located a will written weeks prior, leaving all of his belongings to a psychiatrist. The identity of the psychiatrist has not been released due to privacy concerns. Yet another sad end to a life, as is far too common here in a sprawl. Seltsam. Wochen zuvor wurde bereits ein Testament aufgelegt, was besagt, dass all seine Sachen, die er besitzt, also sein Geld und so weiter, seinem Psychiater vermacht werden. Aha. Und die Identität dieses Psychiater wurde bis jetzt nicht freigegeben. Now that might be something we can go on. Let's regroup and meet space for a bit. Ja, wir reden erstmal ein bisschen. Ja, ist schon okay. Hui, Dumpshock. Dann wurde ein bisschen getroffen. So, here's what we know. Our DNA evidence belongs to a dead man, whose death was never explained. He worked with chop-chops, which fits with the living guy that you've met. The Newsnet says he left his estate to a psychiatrist. Maybe finding out who the psychiatrist was will give us our next clue. Ja, genau, wir müssen rausfinden, wer jetzt dieser Psychiater ist. My gut says we can dig into a medical board's records and reverse trace the finest doctor. You in? Okay, ja, wir können also... Genau, bei der Vereinigung der ganzen Ärzte, Medical Board, können wir nach irgendwelchen Rekorden suchen. Vielleicht finden wir den, also irgendwelchen Aufzeichnungen. Aber gib mir mal eine Minute, bitte. Denn ich will die Folge beenden. Okay, muss ich jetzt immer noch im Rundenmodus? Anscheinend ja. Ich wollte erst nämlich noch mal ein bisschen Decker-Equipment kaufen. Oder ich könnte auch mir eben selber mich zum Decker machen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Warum eigentlich nicht, ne? Dann kann ich wenigstens auch ein bisschen mitmischen. Das macht es auf jeden Fall leichter, mit Sicherheit. Komm, einen Punkt können wir wohl investieren. Mehr geht auch gar nicht, ne? Ziele markieren. Egal, lassen wir es immer bei einem Punkt. Schon okay. Und dann kaufe ich mir auf jeden Fall nochmal ein paar Sachen. Das machen wir beim nächsten Mal. Von daher, bis zum nächsten Mal, ne? Mein Name ist Alex. Bis dann.